Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem ich mal wieder etwas Lebenszeit gegen Wissen eintauschen möchte. Das ist ein weiteres Video aus der Krita-Serie und in diesem Video werden wir uns mal die Funktion mit dem tollen Namen Graph anschauen. So, ich zeige euch mal eben schnell, wo man die findet. Ich mache ein neues Bild, Größe ist mir gerade egal. Und zwar hier im Bereich, den wir schon kennen, ist das der untere. Und Graph bedeutet im Prinzip Folgendes. Ich habe hier schon ein Beispiel, da kommen wir auch später zu, aber ich zeige euch auch, was es macht und sowas. Graph bedeutet nichts anderes, als dass wir mit Comfy-UI eigene Workflows bauen können und diese dann in Krita ansprechen können mit unseren eigenen Eingabemasken. Das klingt vielleicht im ersten Moment ein bisschen kompliziert, ist es aber eigentlich nicht. Weil, so, ich aktiviere mal eben den Browser, den ich haben möchte. Und es gibt hier folgende Buttons. Hier können wir Workflows importieren, kommen wir gleich auch noch zu. Hier können wir einen Workflow dann nochmal als File speichern. Hier können wir den gerade selektierten Workflow löschen. Hiermit können wir das Web-UI öffnen und hier kommen wir in die Settings rein. Und ich möchte einmal das Web-UI öffnen. So, da ist die Comfy-Instanz, die im Prinzip hinter Krita gerade läuft. Und die kommt schon mit einem gewissen Set an Nodes. Und zwar sind das hier diese Krita-Nodes. Die gucken wir uns auch gleich an. Falls ihr eine eigene Comfy-Instanz habt, die nicht von Krita gemanagt ist, derselbe Mensch, der das Plugin gemacht hat, hat natürlich auch die entsprechenden Nodes gemacht. Das findet ihr auch auf seiner GitHub-Page oder in seinem User-Profil. Und zwar heißen die Comfy-UI Tooling Nodes. Die kann man sich auch über den Manager, soweit ich weiß, runterladen. Ich habe eine Krita-Managed-Version hier hinterliegen, deswegen brauchte ich das nicht. Das wurde automatisch installiert. Aber hier findet ihr die dafür benötigten Nodes und hier auf der Seite findet ihr auch Beispiele für gewisse Anwendungszwecke. Also man kann ja sagen, alles, was wir bisher in Krita gesehen haben, wird über solche Workflows gesteuert. Und das ist so das Node-Set, was das Ganze überhaupt möglich macht. Ne? So heißen die Dinger, packe ich euch natürlich auch unten in die Beschreibung den Link. Wenn ihr eine Managed-Version für Krita benutzt, dann sind die mit dabei. Ansonsten müsst ihr die vielleicht noch installieren. So, es kommen ein paar Nodes mit. Ich zeige euch die mal eben. Krita Output, das ist die Node, die das Bild wieder zurückschickt an unsere Krita-Instanz. Wir haben Send Text. Damit können wir einen Text zurückschicken. Habe ich später auch noch ein Beispiel. Krita Canvas. Damit, das ist eine Input-Node. Wird im Verlauf wahrscheinlich auch ein bisschen klarer. Damit kriegen wir die Canvas-Informationen, also im Prinzip das hier. Und Canvas bedeutet aber auch alle Layer, die dabei sind. Also alles das, was wir jetzt derzeit hier sehen können. Das ist der Canvas und wir kriegen dazu nicht nur das Bild, sondern auch die Höhe, die Weite und den Seed. Auch das ist wichtig. Krita, wir haben Krita Selection, damit können wir die Maske, die wir auf unserer Canvas haben, reinschicken. Wir haben Krita Image Layer. Im Unterschied zur Krita Canvas ist der Image Layer die Möglichkeit, dass wir uns ein Layer auswählen können. Also wenn ich jetzt mal hier in die Layer gehe und ich mache mir mal hier so ein paar, dann könnten wir über diese Node nur das Bild aus Layer 1 oder 2 oder 3 oder 4, also nur den entsprechenden Layer nach Comfy-UI reinschicken. Mask Layer, das gleiche. Damit können wir Masken reinschicken, selektierte Masken. Parameter wird bestimmt auch später noch ein bisschen klarer. Ich mache das mal größer. Damit können wir Parameter von Krita aus in Comfy-UI ändern. Wie gesagt, das wird alles an dem Beispiel wahrscheinlich gleich ein bisschen besser, obwohl wir natürlich nicht gleich hier Masken und sowas, das brauchen wir nicht. Im zweiten vorbereiteten Beispiel habe ich es eingebaut, aber im ersten einfacheren nicht. Und wir haben Krita Style und der Krita Style, der empfängt im Prinzip alle Informationen, denen wir hier über den Style mitliefern. Ne? Also wenn wir nochmal in das klassische Generate gehen, hier oben, wo wir uns den Style auswählen, die Informationen kriegen wir dann übermittelt ins Comfy-UI. Und ihr seht schon, wir haben hier Model, Clip, VAE, wir haben die Prompts. Wir haben alles aus unseren Settings, Samplername, Scheduler, Steps, also alles das wird übertragen. So,
Ich mache den mal zu. Und, ach so, jetzt haben wir einen neuen gekriegt, den will ich aber eigentlich nicht. Ich zeige euch mal eben ein Beispiel. Und zwar, das wird ein simples Beispiel sein. Ich wähle mal eben einen anderen Brush aus. Das macht mich immer wahnsinnig, wenn ich immer so einen Riesenkreis hier nur sehe. So. In dem Beispiel, also hier sehen wir schon, wir sind schon verbunden mit dem Workflow, der gerade in ComfyUI aktiv ist. Damit könnten wir rumtesten. Aber das Beispiel, was ich gemacht habe, ist folgendes. Ich dachte mir, es gibt hier so ein Set an Filtern. So. Ich habe aber bis jetzt noch keinen VHS-Filter oder sowas gefunden. Und als einfaches Beispiel einfach mal zu gucken, wie Krita und ComfyUI miteinander so funktionieren, wenn man sich um die Workflows selber kümmert, habe ich mal Folgendes gebaut. Ich sage Open und gehe in meine ComfyUI-Instanz. So, das ist dann unter User Default Workflows VHS Effect. So, ich habe in meine ComfyUI-Instanz noch meine eigenen Nodes mit installiert in das Virtual Environment von Python, weil ich einfach wusste mit denen, wie ich es hinkriege. Und ich kann es jetzt nicht laufen lassen, weil wir hier natürlich keine Inputbilder und so haben, aber ich sage euch mal kurz, was hier passiert. Und zwar normalerweise laden wir uns ein Bild rein, teilen die Channels auf zwischen Rot, Grün und Blau. Für Rot mache ich einen Pixel Shift, das heißt, ich verschiebe den roten Kanal -3 und ich verschiebe den grünen Kanal um 3 nach rechts. Also hier ist links, da ist rechts. Dann kombiniere ich wieder alle Channel. Mit Blau habe ich nichts gemacht. Ich setze eine Vignette oben drauf. Ich setze ein paar Scanlines drauf, wie in einem alten Röhrenfernseher. Und ich sage Preview Image. So, und um das Ganze jetzt laufen zu kriegen in Krita, müssen wir ein paar Sachen machen. Als allererstes mal unseren Input. Da können wir sagen, wir wollen das Krita Canvas haben. Den schmeißen wir weg und setzen den hier hin. Ne? Wie gesagt, Canvas empfängt alles. Höhe und Weite und Seed brauchen wir jetzt hier gerade nicht. Hier hinten brauchen wir ein Krita Output. Das Preview Image schmeißen wir weg. Und das verbinden wir hierhin. Im Prinzip war es das schon. Wir könnten das jetzt speichern und in Krita ansprechen. Das kann ich ja mal machen. Export API. Das ist egal. Ich sag mal hier ich überschreibe den mal. Ich hatte natürlich davor mal ein bisschen rumgespielt. Und wir können jetzt hier sagen Open. Ich gehe in den Downloads-Ordner, wo ich es gespeichert habe. So, und jetzt würde das schon funktionieren. Ich kann es ja mal eben machen. Ich suche mir ein Bild aus. Nee, wo ist es? Ja, nehmen wir einmal den Batman. Ich sage Steuerung T, dann ziehen wir uns das Ganze mal ein bisschen größer. Er kann noch ein bisschen mehr mittig. Rechtsklick Apply. Und wenn ich jetzt sage Generate, so, dann sehen wir schon, dass ja, unser Workflow getriggert wurde. Ne? Also wir haben jetzt hier, wenn man genau hinguckt, wir haben diesen Grün-Shift, wir haben den Rot-Shift und Blau. Die Kanäle sind getrennt, sieht man hier oben ganz gut. Wir haben eine Vignette drumherum gelegt und wir haben einen Scanline-Effekt. Das kann man hier auch ganz leicht erkennen. Jetzt ist natürlich nicht jedes Bild gleich. So, das heißt, wir möchten bestimmte Einstellungen vornehmen können direkt. Und dafür gibt es die Parameter-Node. Die Krita Parameter-Node oder ComfyUI Tooling Nodes Parameter. Den können wir jetzt nehmen und wir werden 2 brauchen hierfür, das weiß ich jetzt schon. Und wir connecten die einmal nach Shift-X hier und Shift-X dort. Und hier oben können wir den Namen sagen, das ist Shift-X Red. Und das hier ist Shift-X Green. Gut. Ich mache es für die anderen auch nochmal. Wir sagen hier auch nochmal 2 Parameter-Nodes. Und setzen die einmal hier rein. Das ist die Intensity und die Opacity. Und zwar ist das die Vignette Intensity und die Vignette Opacity. Und das gleiche nochmal hier. Das heißt, ich mache nochmal Parameter-Nodes. Und auch das verbinden wir einmal hier hin. Und hätte ich vorher kopieren müssen. Ich Dummerchen. So. Und hier hin. Und das ist jetzt dann die Scanlines Intensity und die Scanlines Line Thickness.
Ich exportiere das Ganze wieder. Wir überschreiben das File. In Krita müssen wir jetzt einmal hingehen und das File hier löschen. Ja. Und wieder neu laden. So. Und was wir jetzt hier nämlich sehen können, ist, dass unsere ganzen Parameter jetzt hier sichtbar sind. Das heißt, ich kann jetzt hier von hier aus unseren Workflow steuern. Ne, ich könnte jetzt sagen, Shift Green möchte ich aber ganz weit nach da haben. Ich mache mal Generate. Und ihr seht, dass sich der Grünkanal, das kann man hier oben sehr gut sehen, hier, der Grünkanal haut jetzt richtig zur Seite hin. Und im Prinzip habe ich mir da jetzt mir einen Filter gebaut, den ich aber in ComfyUI ausführe, weil VHS-Filter gibt es hier oben nicht. Den kann ich jetzt hier schön in ComfyUI dann ausführen und von hier aus auch steuern. So, weil machen wir mal ein neues File. Ich nehme dieselbe Größe. So. Und wir nehmen jetzt zum Beispiel mal ein anderes Bild. Ich nehme das hier. Das kennt ihr vielleicht auch noch aus meinen ComfyUI-Tutorials. Rechtsklick Apply. Und kann jetzt auch hier wieder hingehen und sagen Graph. Und ich lade meinen VHS-Effekt Workflow und kann das hier auch drauf aufwenden. Das ist jetzt ein bisschen dunkel, deswegen würde ich sagen, wir machen die Vignette mal ein bisschen weniger, also die Opacity davon. Ja, Intensity vielleicht auch. Und Shiften mache ich jetzt nichts, dafür möchte ich ein bisschen stärkere Scanlines drüber haben. Ja, und dafür aber die Dicke etwas weniger. So, jetzt haben wir krasse Scanlines und ich kann natürlich jederzeit hier wieder hingehen und jetzt sagen, ich muss erstmal Apply drücken. So, damit wir unseren Generated Layer hier haben. Ich kann jetzt hingehen und sagen Filter Mask und jetzt hingehen natürlich nochmal ein bisschen unser Bild bearbeiten, damit es noch ein bisschen sichtbarer wird hier alles. Und so ein leichter VHS-Effekt entsteht. Ja, ist ein bisschen heller geworden. Ich denke, der Punkt ist klar. Was anderes, was ich nämlich schon mal als Beispiel gemacht habe, und dafür mache ich mir jetzt schon mal ein neues Bild und wir gehen hier rein. Das hier ist ein bisschen ja, ausgeklügelter. Und zwar ist das ein LMS-Test. Und zwar dafür muss ich einmal LM Studio starten. LM Studio. Ja, ich weiß nicht, warum es nicht gefunden hat. So, da ist es schon. Es gibt auch ein LM Studio Tutorial hier auf dem Kanal. Schaut doch da gerne mal rein. Ich möchte eigentlich hier hin und ich möchte mir einfach ein kleines Model laden, beziehungsweise ich brauche davon erstmal nur den Identifier. Was ich jetzt nämlich machen kann, ist, ich nehme den LMS-Test, kann hier den Model Identifier eintragen und habe hier noch ein paar andere Dinge. Maske habe ich jetzt hier nicht zum Auswählen. Ich kann jetzt aber zum Beispiel sagen, a cute cat in the snow. Und ich sage mal Generate. Input-Parameter für Mask not found. Ah, wunderschön. Dann machen wir mal Steuerung A, Selection Mask und Generate. So, jetzt müssten wir eigentlich sehen können, dass hier im LM Studio im Hintergrund gleich das Model geladen wird. Wahrscheinlich lädt er gerade noch das Stable Diffusion Model. Ja, da kommt es auch schon. Da kommt unser LLM an den Start. Und das hat jetzt den Auftrag, unseren Prompt ein bisschen zu erweitern. Hier sehen wir übrigens der Prompt, der aus dem LLM gekommen ist. Und dieser Prompt wird jetzt benutzt, um uns ein Bild zu bauen von einer süßen Katze im Schnee. Mal gucken, wie es wird. Ja, gut. Hat geklappt. Hat funktioniert, oder? Findet er nicht? So, und das Ganze ist im Prinzip so aufgebaut. Ich kann hier mal Plus machen und Open. Und den hatte ich auch im Downloads-Ordner. Einen Moment. Downloads lms-test.json. So sieht das Ganze aus. Es ist nicht so schön. Es ist ein bisschen was von meinem Rumtesten. Ich habe ja nicht sehr viel Mühe gemacht, das Ganze ein bisschen ordentlich zu gestalten. Aber auch hier seht ihr ja, es ist eine Mischung aus dem Canvas, dem Eingang.
aus dem Stil, den wir selected haben, also das Model. Ich kann dasselbe auch machen mit einem anderen Model, wie zum Beispiel Netuneo ist 1.5, Juggernaut. Drück nochmal Generate, während wir uns nochmal den Workflow hier angucken. Und hier haben wir eigentlich einen Haufen Parameter, mit dem ich hier diese ganzen Werte steuern kann, die ihr hier seht. Ne? Und dann geht es hier einfach weiter. Hier oben haben wir noch einen Prompt eingebaut. Ich habe nicht wirklich den hier genommen, sondern ich habe einen eigenen Prompt genommen, weil der Prompt, den wir hier kriegen, das ist der Prompt, den wir auch hier im Style eingeben. Hier nämlich. Da könnten wir jetzt natürlich sagen, geschweifte Klammern und noch Prompt. Ne? Ich glaube, bei Albedo habe ich es sogar, bei Juggernaut nicht. Hier hat es irgendwie ein paar Probleme gegeben, dass ich nicht das hier direkt den Negative Prompt da. Moment, der Negative Prompt. Das geht hier runter, genau. Prompt kommt aus einer Eingabe, das ist das hier. Eigentlich müsste man jetzt noch dafür sorgen, dass unser Style Prompt und sowas alles damit verbunden ist und so, aber habe ich jetzt noch nicht gemacht. Auf jeden Fall, das hier sind die Eingaben und hier geht es in meine LM Studio Node, die dafür dann sorgt, dass hier LM Studio getriggert wird mit dem Model. Ist auch so gebaut, dass es die Models wieder entlädt danach. Wie gesagt, gibt es ein eigenes Video über diese Node hier, schaut es euch gerne an, gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Und der neu generierte Prompt, den schicken wir einmal natürlich hier in Paint Model Conditioning wegen einer Maske. Ne? Deswegen hatte ich gesagt, man kann auch nur maskierte Bereiche hiermit dann refinen. In K-Sampler wie AED-Code und dann wieder in Krita Output, wo wir dann eben gesehen haben, kam unsere Katze dann raus, die wir dann weiter benutzen können. Und hier dieses Send Text zum Beispiel, das hängt am Extended Prompt dran. Und das ist dann das, was wir hier sehen. Ne? Also hier können wir dann nochmal sehen, was das LLM uns gebaut hat. So, was ich dabei auf jeden Fall gelernt habe, ist Folgendes. Den Seed, den wir hier über... Wo ist es? Hier. Den Seed, den wir hierüber kriegen, sollte man wahrscheinlich überall hin verbinden. Ich habe den einmal hier, man sieht es schon, in meine LM Studio Node als Seed gesetzt. Und ich habe es natürlich hier hinten in dem Sampler als Seed gesetzt. Ich hatte es zuerst nur im Sampler drin. Das hat aber dafür gesorgt, dass die LM Studio Node über die API nicht mehr getriggert wurde. Also selbst wenn hier steht Randomize, wurde das nicht ausgeführt. Ich musste einen neuen Seed wirklich hier drüber reinschicken. Muss man erstmal wissen, aber ne, irgendwann hat es dann doch geklappt. Und somit kann ich dann hier, nehmen wir nochmal Water Color Painting of a Female Assassin. Nehmen nochmal Albedo, machen nochmal Generate. Und ja, jetzt haben wir hier eine LLM-gestützte Generierung im Krita selber drin. Ich liebe das, wenn man das so einfach miteinander kombinieren kann. Finde ich immer wieder schön. So, hier haben wir den Extended Prompt gekriegt, wo alles nochmal drin steht. Und das ist ja ein bisschen am Thema vorbei, würde ich sagen. Da waren unsere Prompts bisher besser. Aber technisch kann man es, glaube ich, sehen. Ja, und so könnt ihr eure Workflows nehmen, die ihr schon habt, durch diese paar Komponenten hier von Krita austauschen. Alles, was ihr zum Steuern braucht, dann über den Parameter hier nach draußen geben, dass es hier auftaucht. Ich habe jetzt zum Beispiel auch den Denoise-Wert noch mit angegeben. Ne, da könnte man dann hier Parameter Denoise, da ist es, hier haben wir sogar ausgewählt gerade. Kann man dann alles von Krita aus steuern und so könntet ihr euch hier selber eine Selection machen von Workflows, die ihr immer benutzt habt, die ihr braucht. Oder sei es auch nur, wie ich gerade eben hier, ich meine, wir können jetzt auch sagen Apply und dann wieder unseren VHS-Effekt und Generate. Und dann kriegen wir so einen Effekt. Das ist auch schon wieder zu viel hier. Könnten wir runtergehen auf 2 Pixel und -2. So grob. Lass uns durchjagen. Und können uns so auch eigentlich eigene Filter bauen für Krita.
Also es geht von Stable Diffusion, Bildgenerierung über ja, Filtervarianten, Post-Processing-Geschichten, alles Mögliche einfach. Das könnt ihr euch hier selber bauen mit dieser Graph-Sektion hier. Sehr powerful, sehr mächtig und ja, erweitert die Möglichkeiten in Krita natürlich fast grenzenlos. Ne? Also ihr könnt ja alles, was in eurem Comfy-UI läuft, könnt ihr ja dann hier drüber steuern und ihr kriegt die Bilder dann wieder zurück. Also finde ich sehr, sehr cool. Und ich hoffe auch, dass ich euch verständlich zeigen konnte, wie das Ganze so grob funktioniert und versucht es mal mit euren Workflows. Ich glaube, der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Also, in diesem Sinne, habt viel Spaß beim selber experimentieren und rumspielen damit. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin macht es gut und tschüss.